Hansa Rostock, Nürnberg, VfL Osnabrück und der FC St. Pauli. Wir machen nämlich weiter mit unserer Hertha-Karriere. Wir sind momentan richtig gut dabei. Ihr seht in der Tabelle, wir sind Dritter, haben noch ein Spiel weniger jetzt gegenüber Karlsruhe und auch Hannover. Es könnte sich also sehr, sehr rasch oben zuspitzen. Dann geht es ja auch gegen Kiel, gegen Hannover. Das möchte ich ja gerne live machen. Vielleicht mache ich im nächsten Part auch so eine Mischung. 3 simuliere ich und ein Spiel mache ich so ein bisschen als Highlight oder ihr spielt es komplett durch. Mal gucken. Jetzt geht es auf jeden Fall rein gegen Rostock. Das muss natürlich auch ein Sieg sein. Gar keine Frage, die Mannschaft ist fit, alles soweit da. Dann kann es ja losgehen. Die Hoffnung ruht natürlich in der guten Lage, in der wir uns jetzt gerade befinden und in der guten Verfassung, in der die Mannschaft war. Also die letzte Simulationsfolge war auch wieder sehr, sehr erfolgreich. Deswegen sind wir ja auch erst da oben hingekommen, da wo wir jetzt stehen. Und das wäre echt schade, wenn wir das jetzt nicht vergolden. Gerade so gegen Rostock und gegen Osnabrück, St. Pauli und Nürnberg, das weiß ich halt nicht so recht. Aber Rostock, gerade die müssten wir eigentlich ein bisschen, ja, deutlicher auch schlagen. Aber ich habe mich auch schon gegen so Gegner schwer getan. Von daher erstmal gucken. Ich habe mal auf Offensiv gestellt. Das kann noch eine ganz, ganz schwere und eine ganz, ganz anstrengende Partie werden. Je nachdem, wie das Spiel hier verläuft. Und die 1:0-Führung nach 25 Minuten durch Ouedraogo. Schnell gespielt. Die Rostocker, die gehen vorne ganz schön heftig drauf. Also die pressen anscheinend in ihrem 4-3-3 oder was sie da haben. Aber jetzt ist der Knoten einmal geplatzt. Jetzt geht's volle Kraft voraus. 2, 3 Tore mindestens sollten so gefühlt eigentlich noch folgen. Aber wir haben jetzt erstmal ein Tor gemacht. Und da sollten auf jeden Fall noch ein paar Tore folgen. Jetzt klingt es aber erstmal auf der anderen Seite. Und zwar durch Fröhling. Ey, das habe ich so ein bisschen geahnt, dass gerade diese Spiele gegen so vermeintlich schwache Gegner die schwersten mit sind, glaube ich. Deswegen wird auch gegen Osnabrück und gegen Nürnberg das wahrscheinlich eine richtige, ja, Zerreißprobe. Aber gut, wir haben jetzt noch 10 Spiele. Ja, alle wollen aufsteigen gefühlt, die Hälfte der Liga. Wir wollen am Ende natürlich direkt hoch oder auch über die Relegation. Ist mir eigentlich auch Wumpe. Aber ich will aufsteigen. Jetzt haben wir erstmal hier Halbzeit. 2:3 Schüsse, 1:1 Chancen. Das ist eigentlich ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir doch noch irgendwie da 2, 3 Dinger nachlegen können. Und das 2:1 für die Rostocker. Die drehen das Spiel hier durch Strauß. Das geht überhaupt nicht gut los hier. Das ist dieses erwartet schwere Spiel und die Rostocker, die machen uns das Leben echt zurzeit ein bisschen zur Hölle. Warum auch immer, also das verstehe ich jetzt schon wieder gar nicht. Achtung, mal gucken, vielleicht fällt gleich der Ausgleich. Müsste eigentlich so sein, oder? Gibt's Elfmeter? Nö, Freistoß. Da hat das im letzten Part so gut geklappt, wahrscheinlich auch wieder zu gut. Oder es ist jetzt einfach nochmal eine Phase, um nochmal so ein bisschen Spannung reinzukriegen. Weil die anderen Mannschaften haben ja schon gewonnen, die stehen jetzt auch hinter uns, zwar nur 1, 2 Punkte, aber wir könnten so viel Boden gut machen. Leichte Verletzung von King, aber den lassen wir mal durchspielen. Dann müssen wir halt zum nächsten Spiel wechseln. Aber das wäre natürlich sehr, sehr bitter. Das wären halt schon wieder 3 verlorene Punkte. Schade, ich dachte, wir gehen wieder mit so einer 4er-Serie hier durch. So 4 Siege oder 3 Siege immerhin. Aber ich glaube, die Rostocker, warum auch immer. Also die spielen jetzt auf einmal wie Barcelona in ihren besten Zeiten. Und die stehen wahrscheinlich unten. Oder habe ich gar nicht gesehen, wo die sind? Vielleicht stehen die auch oben mit dabei, keine Ahnung. Aber zumindest mal ein Unentschieden. Wir kommen da nicht ran. Die stehen da mit 10, 11 Mann hinten, aber der Ausgleich. Und wieder Ouedraogo. Zumindest der Ausgleich. Also eine Niederlage gegen Rostock wäre schon so ein bisschen, ja, wäre schon so ein Schlag ins Gesicht. Sag ich euch, wie es ist. Aber lieber einen Punkt mitnehmen als gar keinen. Und die sind schon wieder vorne. Das ist überfallartiger Angriff. Was machen die denn? Dressel. Die sind wahrscheinlich irgendwo, die sind wahrscheinlich 13., 14., kämpfen um den Klassenerhalt und gewinnen jetzt einfach mal 3:2 bei uns. Oder bekommen wir hier noch ein Last-Minute-Remis irgendwie zustande? Wie gesagt, das 3:3 würde ich nehmen. Oh, Tabakovic. Aus 4 Metern, 5 Metern, 10 Meter drüber. Und das war's. Zack, erstes Spiel, erste Niederlage und das, auch wenn man jetzt der Statistik Glauben schenken mag, verdient. 8 Schüsse zu 4 Schüsse. Was war da denn los? Also gegen Rostock, ey. Bitte. Also, das geht auf jeden Fall besser. Guck mal, da geht direkt oben die Traineranzeige ein bisschen nach unten. Wir sind zwar immer noch Dritter, haben es natürlich aber verpasst, zum Beispiel an Schalke ranzukommen. Wo war Rostock? Die waren 9. Beziehungsweise vor dem Spiel waren sie 10. Also im Mittelfeld. Naja, schade. Jetzt müssen halt Nürnberg und Osnabrück irgendwie dran glauben. Da spielen wir innerhalb von 4 Tagen. Ja, aber gegen Nürnberg, das wird nicht viel leichter als gegen Rostock. Schade. Naja, aber wir machen weiter. Die große Sorge bei mir ist jetzt halt, wenn das die nächsten 2, 3 Spiele auch so laufen sollte, also wenn wir nicht gewinnen, dass dann diese Trainerbewertung noch weiter nach unten geht, dass wir dann kurz vorher noch irgendwie entlassen werden oder so. Also ich meine, es ist ja alles möglich theoretisch, ne? Aber wir können natürlich jetzt auch wieder hier ein Sahnespiel erwischen. Mal gucken, Tabakovic. So hätte ich das auch gerne gegen Rostock erlebt. 1:0, 8. Minute.
Er trifft und trifft und trifft. Das wird echt ganz, ganz heikel. Also ich glaube, die letzten 2, 3 Spiele, da werden wirklich noch die Hälfte der Mannschaften in der Liga die Chance haben, theoretisch aufzusteigen. Also da wird es auch noch um den Relegationsplatz. Wird da gefightet, gekämpft. Hannover und Schalke vorne. Weiß ich nicht, ob die sich jetzt so ein bisschen absetzen. Aber dann müssen wir dahinter einfach da sein. Vielleicht jetzt gleich mal ein zweites Ding nachlegen. Egal wer. Oh, Nusa. Große Chance. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Wir führen. Ich hoffe, dass wir hinten den Laden versuchen, so ein bisschen dicht zu halten. Und vielleicht nochmal vorne 1, 2 Dinger nachlegen. Und das zweite Ding, auch vor der Pause und wieder Uedraogo. Der hat bislang alle Tore gemacht. Fast alle Tore. Tabakovic hat das erste gemacht. 3 Tore in 2 Spielen. Der Junge ist also gut drauf. Perfekt zum Saisonendspurt. Und das war wichtig. Wir sind momentan auch besser. Also es geht mehr nach links als nach rechts. Wir hatten, glaube ich, schon einen Pfostenschuss auch mit dabei. Also das sieht schon mal wesentlich besser aus. Wenn man ja also von einer Reaktion sprechen will, dann ist das auf jeden Fall die Reaktion. Vielleicht sogar noch ein drittes vor der Pause. Auf jeden Fall zu 0. Wäre ganz geil. Das wäre so ein typisches FIFA-Ding mit Nachspielzeit. Die ist bestimmt schon längst vorbei. Aber pass auf, gibt noch einen Eckball. Und gibt wahrscheinlich noch den Anschlusstreffer. Nein, oh, jetzt gerade vorm 16er, als der Schuss abgegeben werden konnte. Pfeift ab. Egal, 2-0 Führung. Tabakovic, Uedraogo. So muss es auch weiterlaufen. Wenig Spektakel in Halbzeit 2. Beide 5 Schüsse, beide 2 Chancen. Gewinnen wir dann am Ende 2-0. Das war wichtig, dass wir direkt nachgelegt haben. War nicht mehr so viel los. Noch 1, 2 Halbchancen auf beiden Seiten. Aber ich würde mal sagen, souverän nach Hause gefahren. Sehr, sehr gut. Ja, oben Trainerbewertung ist immer noch so ein bisschen am struggeln. Aber wir haben zumindest mal 1 Punkt Vorsprung vor Fürth. 2 Punkte vorm KSC. Eieieiei, der HSV ist auch nur 3 Punkte hinter uns. Aber was uns, glaube ich, auch ein bisschen in die Karten spielt, wir haben ein gutes Torverhältnis. Also wenn es am Ende wirklich drauf ankommt, Hannover und Schalke haben, glaube ich, auch nicht gewonnen. Die haben beide, Schalke hat unentschieden gespielt, Hannover hat in Lautern gewonnen, 53, 52. Also spannender kriegst du es nirgendwo. Außer hier bei uns. Jetzt spielen wir gegen Osnabrück, da haben wir nur 4 Tage Pause. Die sind halt Letzter. Und das ist wirklich so ein entscheidendes Spiel. Was war das für ein Wortspiel? Also auf jeden Fall müssen wir das gewinnen. Die haben 11 Unentschieden, die haben 2 Siege. Ich glaube, einen davon haben sie gegen uns im Hinspiel, oder haben wir da unentschieden gespielt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, war auch so ein hohes Unentschieden oder eine Niederlage, kann natürlich auch sein. Aber jetzt gibt es keine Ausreden. Das Ding muss gewonnen werden und zwar klar und deutlich. Tja, und so klar und deutlich sieht das leider erstmal nicht aus. 14. Minute, Vried besorgt die Einzelführung für Osnabrück. Ich habe das, so wie gegen Rostock, ein bisschen im Gefühl, dass halt solche Spiele uns echt nochmal so ein bisschen den Aufstieg vermiesen könnten, wenn es so weiterläuft. Aber ich hoffe jetzt natürlich, dass wir direkt wieder zurückschlagen. Nein, ey, das sind glasklare Chancen. Klarste Chancen, die wir hier nicht reinmachen. Ja, den leider auch nicht. Also das sind auch wieder 3 verlorene Punkte. Da muss ein deutlicher Sieg her gegen Osnabrück. Mal 3-4-1 mindestens. Aber auf der anderen Seite machen die jetzt wahrscheinlich gleich das zweite. Also wirklich so Mannschaften, die gewinnen nie. Die spielen so oft unentschieden. Die haben nur 2-mal gewonnen. Jetzt nach dem Spiel wahrscheinlich 3-mal. Das kannst du dir nicht ausdenken. Es ist so typisch, aber es ist ja noch nicht vorbei. Wir machen ja Druck, wir haben ja Chancen, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das wie verhext. Gegen so Gegner spielen wir irgendwie nicht gerne. Also ich weiß auch nicht, Osnabrück, die halten hier mit. Also die spielen auf jeden Fall nicht wie ein Tabellenletzter. Ja, was spielen wir da hinten? Irgendwie so ein bisschen Halmer. Weiß ich nicht. Das ist alles zu wenig, ey. Das ist momentan alles leider zu wenig. Wir sind zwar viele Leute vorne, aber irgendwie auch alle auf einem Haufen. Das ist ja schrecklich, ey, wie ich das hier sehe. 45 Minuten rum. Die haben nur eine Chance. Die haben halt dadurch das Tor gemacht. Mal gucken, ob in Halbzeit 2 so eine Art Feuerwerk jetzt mal abgefackelt wird. Und da ist der Ausgleich. Auf sehr offensiv jetzt mal gestellt. Fabian Reese, 67. Minute. Es wurde auch langsam Zeit. Also auch das 1-1 ist natürlich viel, viel zu wenig. Ich gehe jetzt aber dieses Risiko ein, dass, wie gesagt, meine Spieler total platt sind, weil wir halt nur 4 Tage Pause hatten zwischendurch. Aber was heißt nur 4 Tage? Das muss auch gegen Osnabrück reichen. So wie die momentan drauf sind. Das ist fatal. Gleich nochmal einen nachlegen hier. Komm. Aber die haben natürlich auch heute mit Kühn den besten Keeper hinten drin. Der hält auch jeden Ball heute. Außer diesen Ball jetzt. Ne, abgeblockt. Boah, die stehen da hinten drin. Das ist Wahnsinn. Schießt doch einer drauf. Jungs, wollt ihr den Ball ins Tor tragen? Das gibt sich. Ja, der ist drin. Der ist doch drin. Ich dachte, dass Kühn ihn wieder hält. Nusa dreht das Spiel. Jetzt kann ich wieder ein bisschen zurückstellen. Auf offensiv. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Hier machst du was mit. Du musst eigentlich schon 2 Siege auf dem Konto haben. Das gegen Rostock. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das hier nicht schief geht. Dass wir noch ein drittes Ding nachlegen. Dann wäre ich ein bisschen beruhigter. So ist natürlich immer noch die Gefahr da, dass Osnabrück hier doch noch zum Ausgleich kommt.
Ich habe das so im Gefühl, ey. Und ich glaube, mein Gefühl täuscht mich nicht. Ich hoffe, in dem Fall schon. Oh, letzte Aktion. Nein, letzte Minute, ey. Das kannst du dir nicht ausdenken, Kunze. Ey, Osnabrück ist die ganze Saison, sind die nicht zu sehen. Die werden sang- und klanglos absteigen. Die holen das 12. Unentschieden. Und wir schaffen es einfach nicht, aus unseren Chancen hier noch ein 3. oder ein 4. Ding nachzuholen. Ist unfassbar. Aber das ist halt die 2. Liga. Da kann jeder jeden schlagen. Da ist das manchmal gar nicht so klar. Wir können jetzt auch von Fürth wieder verdrängt werden. Wir gucken jetzt mal. Wir haben sogar Länderspielpause. Da verstehe ich auch nicht, warum haben wir nicht gegen Osnabrück irgendwie unter der Woche oder hatten mehr Tage Pause. Jetzt sind wir wahrscheinlich 4., weil Fürth gewonnen hat. Ja, gehe ich von aus. Seht ihr? Das ist ganz, ganz spannend. Wir gucken wieder auf die Tabelle. 56, 52. Okay, Hannover hat schon gespielt. Der HSV von denen. Also wir müssen bei St. Pauli gewinnen. Die sind auch 7. Fürth spielt gegen Kaiserslautern. Du kannst dich auch auf niemanden verlassen. Also wenn du dich mal auf die Konkurrenz verlassen musst oder wenn du die mal brauchst, dann ist sie nicht da. So, jetzt gucken wir mal, dass wir St. Pauli vernünftig zu Ende kriegen. Dass wir da noch einen Sieg holen, weil ansonsten wird das immer kritischer mit dem direkten Aufstieg oder sogar mit der Relegation. Und die Führung, Tabakovic nach 10 Minuten. Wenn wir treffen, dann wirklich nur früh. Dann auch wirklich entweder Tabakovic oder Ouedraogo. Rese durfte auch mal treffen. Egal, Führung und jetzt muss das genau so weiterlaufen. Ich habe in den ersten Sekunden schon wieder gedacht, als St. Pauli hier mit 5, 6 Mann auf unser Tor zugestürmt kam, dass das wieder schief geht, dass wir gleich schon mal in Rückstand geraten. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. So, Ballgewinn und direkt wieder umschalten. Zack, 3, 4 Mann vorne. Das muss, genau, 3 gegen 1 Überzahl. Der muss rein, ey, das müsst ihr ausspielen. Da krieg ich schon wieder die Krise. Da könnte ich wieder irgendeine Flasche werfen. An den Kopf von irgendeinem Mitspieler. Dass die wach werden, dass die mal das 2. Ding jetzt hier nachlegen. Pass auf. Das ist auch so ein typischer Kommentar von jemandem, der nur auf dem Sofa sitzt und Fußball guckt. Und mit einer Bierflasche in der Hand wahrscheinlich. Aber wir müssen dranbleiben. Wie gesagt, Kräuter Fürth, die werden wahrscheinlich gewinnen gegen Kaiserslautern. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Dann hast du Hannover, die schon gewonnen haben. Schalke wird wahrscheinlich gewinnen. Gut, aber der Vorteil ist, wir haben Schalke und Hamburg ja noch im Live-Spiel. Also ich bekomme es vielleicht auch so selber geregelt. Ich muss es dann selber geregelt kriegen. Dann an den letzten Spielen, an den letzten Spieltagen Gonzales, das ist zu leicht, ey. Wir kassieren auch wieder zu leicht die Gegentore. Ich weiß nicht, was diese Saison noch mit uns vorhat. Das ist sehr, sehr crazy auf jeden Fall. Sehr, sehr verrückt. Auch gerade hier wieder die erste Halbzeit. Normalerweise musst du hier 2-0 führen. Jetzt führst du... Nein, der macht den nicht. Normalerweise musst du hier 2-1 führen. Vielleicht ja jetzt, na, komm. Will keiner. Jungs, ey, trag doch einfach den Ball ins Tor. Nimmt doch einfach so einen Korb, geht einfach über die Linie rüber. Einfach mal schießen. Ne? Guck mal, wir haben auch wieder mehr Schüsse, mehr Chancen, aber das bringt dir alles nichts, wenn du am Ende nur 1-1 spielst, leider. Und hier geht es ja auch wieder gut los, schnell und direkt, aber wir kriegen es dann auch nicht ganz zu Ende gespielt. Gelbe Karte Buchalakis, ja, ist okay, dazu brauchst du nicht aufs Spiel anhalten. Den werde ich jetzt nicht auswechseln, nur weil er gelb kassiert hat. Wird noch eine sehr, sehr haarige Nummer auf jeden Fall. Aber die Führung durch natürlich Ouedraogo. Das ist so ein bisschen unsere Lebensversicherung jetzt in dem Part. Gegen Nürnberg, glaube ich, getroffen, ne? Zweimal gegen Rostock. Hat zwar nichts gebracht, aber gut, immerhin zweimal getroffen. Und jetzt direkt wieder der Gegenstoß. 3, 4 Mann, guck mal, wie überfallen die ja quasi. Der muss jetzt, jawohl. Jungs, es geht doch. Und wieder Ouedraogo. Ich glaube, den werden wir im Sommer, egal ob wir aufsteigen oder nicht, werden wir den für viel Geld verkauft bekommen. Weil der halt einfach ein geiler Spieler hier ist, ne? Der hat ein gutes Entwicklungspotenzial. Der ist günstig am Anfang, also holt den euch. Holt euch Ouedraogo, mit dem werdet ihr da, glaube ich, viel Spaß haben. Das ist Wahnsinn. Vielleicht legt er noch eins nach. Dann wird der Marktwert nochmal ein bisschen steigen und steigen und steigen. Und am Ende habt ihr dann Geld verdient, ohne euch großartig die Finger schmutzig gemacht zu haben. Und das 3-2 nochmal, aber vielleicht haben wir Glück, weil es ist in der Nachspielzeit durch Johannes Eggestein, dass der Schiri jetzt gleich abpfeift, weil das würde dann nochmal ein bisschen, ja, enger werden. Ich glaube, wenn das Spiel noch 5 Minuten länger gegangen wäre oder das Tor in der 80. gefallen wäre, hätten wir auch noch den Ausgleich kassiert. Egal, wir haben gewonnen, das ist die Hauptsache. Wir haben mit 2 Siege, eine Niederlage, eine Unentschieden. Schalke gewinnt gegen Wiesbaden, das heißt, glaube ich, dass Hannover und Schalke fast eigentlich so gut wie aufgestiegen sind, würde ich sagen. Wir sind erstmal Dritter, mal gucken, wie Fürth spielt. Die haben wahrscheinlich gewonnen, ey, natürlich. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Was haben wir hier nochmal? Montagsbericht Jugendmannschaft. Was ist mit unseren Jugendleuten? Ja, wie gesagt, Fabian Petit, der hat ein Potenzial bis 93. Ludwig Pelletier hat Potenzial bis 190. Und auch Gabin Lucas
hat bis 89 ein Potenzial, also die würden auch alle gut werden. Ja, es ist jetzt nicht so, ja, ganz vergessen, sorry, es war unvermeidbar. Ja gut, das ist halt auch, weil ich die nicht habe spielen lassen, weil halt die anderen dafür spielen, die sich aber schon gut entwickelt haben. Vor allem Ultra Oro, der wird da eine +4 oder hat jetzt eine +4 dadurch. Nusa, Barco auch, die werden alle noch ein bisschen besser werden. Gehen wir mal weiter, wir sind aber Dritter, so wie ich das gesehen habe, weil Fürth dann anscheinend verloren hat. Also, schönen Dank, Gruß an Kaiserslautern. Da schicke ich auch irgendwann dann nochmal ein bisschen Berliner Luft oder so hin, wenn das dann klappen sollte. Die haben tatsächlich bei Fürth gewonnen, 3:2. Ich werde Welk hier. Jetzt gucke ich nochmal kurz in die Jugend-Nachrichten hier rein. Jugendscouting, was haben wir hier? Ich glaube auch diesmal ist nichts mit dabei. Wir können ja nicht immer Glück haben, ne? Hugo Boucher, Oscar Luis, Jules Rio. Also manche Namen, die wurden echt hier gewürfelt. Und Hector Rio. Also manche sind auch mit ihren Geschwistern hier angereist zum Probetraining. So, also der Plan ist jetzt, dass wir haben jetzt noch 6 Spiele. Wir werden im nächsten Part nochmal ein bisschen simulieren und gegen Hannover werde ich das auch spielen. Also ich werde gegen Holstein Kiel simulieren, dann gehen wir gegen Hannover rein ins Live-Spiel und dann mache ich nochmal 2 Spiele in der Simulation, damit wir halt 4 pro Part haben, damit wir den April hier voll haben, also Simulation, Live-Spiel, Simulation, Simulation und dann werde ich gegen Schalke und Hamburg zum Schluss dann nochmal beides Live-Spiele machen. Und dann sind wir hoffentlich aufgestiegen. Vielleicht kriegen wir es ja vor den beiden Spielen gegen Schalke und Hamburg hin, aber ich glaube, das wird noch sehr, sehr spannend. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo und schaut gerne die anderen Videos an, die in der Endcard verlinkt sind. Saisonfinale, es steht vor der Tür und vielleicht sind wir ja im nächsten Part dann schon aufgestiegen, je nachdem, wie wir spielen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.